Herzlich willkommen zu einem neuen Quizformat heute mal wieder, das ich wieder mal eiskalt von Pizmeet geklaut habe, wie alle anderen Quizformate bisher. Egal, reden wir nicht drüber. So, unsere heutigen Kandidaten, Blondie und Glöckchen, werden heute die erste Folge Ordnungshüter spielen. Alarm! Alarm! Und als allererstes hätte ich gerne, dass ihr sortiert. Wir haben gerade durch Zufall entschieden, Blondie fängt an. Und als erstes sortieren müsst ihr Städte nach ihrer Entfernung von Leverkusen. Paris ist vorgegeben. Und ganz oben bitte die Städte, die nah an Leverkusen dran sind, und unten die Städte, die weit entfernt sind. Und zur Auswahl stehen München, London, Leipzig, Nürnberg, Bremen, Prag, Stuttgart, Berlin und Zürich. Und Blondie darf sich die erste Stadt, die sie einsortiert, aussuchen. Eine Stadt nehmen und die auf einem Platz reserviere, aber das eigentlich nicht der letzte Platz zum Beispiel wäre. Kriege ich das dann falsch? Muss ich direkt den richtigen Platz finden oder muss ich nur richtig machen, ob es weiter oder... Nein, nur ob es... Also aktuell kannst du nur auf 1 oder 2 einsortieren. Ah, okay. London auf die... Nein, stopp. Ich hab nichts gesagt. Stuttgart... Also warte mal, 1 ist nah, ne? Stuttgart 1 ist nah, 2 ist weit weg. Stuttgart auf die 1. Ja. Da mache ich jetzt nicht das Ding mit dem Licht. Das wäre Stuttgart auf die 1 und das ist... Machst du eine Bildschirmaufnahme? Nein. Okay. Das ist richtig. Stuttgart kommt auf die 1. So, Glöckchen. Jetzt darfst du dir die nächste Stadt aussuchen und jetzt musst du das auf 1, 2 oder 3 einsortieren. Ich bin immer noch dabei, dieses System zu checken. Also von oben ist quasi was am nächsten dran. Genau, ist. am Das nächsten heißt, aktuell ist am nächsten Stuttgart. Stuttgart ist näher an Leverkusen als Paris. Das ist schon mal richtig. Ich bin am Struggle. Stuttgart. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, also wenn ich jetzt sagen würde Bremen auf die 1, dann ist Bremen näher an Leverkusen als Stuttgart. Genau. Also ich nehme Bremen auf die 1. Ich meine, Bremen wäre tatsächlich näher an Leverkusen als Stuttgart, aber... Und das ist richtig. Oh krass, das hätte ich nicht gedacht. Tatsächlich... Damit ist Blondie wieder dran. Okay, Zürich auf die 3. Zürich auf die 3, also näher als Paris? Zwischen Stuttgart und Paris. Und das ist falsch. Was? Was? Warum? Das ist falsch. Das ist das erste Kreuz für Blondie. Oh nein! Hä, was? Ich hätte gedacht, nach damit... Was war dein Gedankengang? Dass Zürich näher als... Nee, das stimmt tatsächlich nicht. Zürich ist weiter als Paris. Paris ist... Dadurch, dass wir im Westen sind... Und wir noch ein bisschen nach Zürich nach da fahren, ne? Zürich ist ja eher nach unten rechts und wir sind ja aber relativ weit im Westen und dadurch, dass wir relativ nah an Frankreich dran sind, ist halt Paris näher als unten rechts. War das verständlich? Ja, Glöckchen, du bist auch dran. Ja, also, ich weiß. Also willst du das dann jetzt nehmen? Zürich weiter weg als Paris oder willst du was anderes nehmen? Achso, nee, ich nehme Zürich weiter weg als Paris. Das ist richtig. Ja. Verdammt. Okay, dann bin ich ja wieder dran, ne? Korrekt. München ist näher als Paris, also zwischen Stuttgart und Paris. Wir nehmen nochmal den Platz. Also München auf die 3, zwischen Stuttgart und Paris. Das ist falsch. Das ist dein zweites Kreuz, damit hast du verloren. Überleg mal, wo München ist. Wie lange du nach München mit dem Auto fahren würdest? Ja, 6 Stunden. Ja, und nach... Paris fährst du länger. Natürlich. Nein, im Leben nicht. Safe. Ist die Runde jetzt nicht eh... Ja, korrekt, damit kriegst du den Punkt. Oh, ich kann keine Erdkunde, aber ich hätte safe gedacht, dass München näher ist. Moment. Ich zeig dir die Liste mit Entfernung. Da, so. Das ist die komplette Liste mit Entfernung. Die rechts könnt ihr ignorieren. Das wären die weiteren Städte gewesen, die ich genommen hatte. Weiter entfernt? Ja,
Als Paris? Ja, krass, okay. Ja, Bremen, Stuttgart. Ja, bei Nürnberg wäre ich mir tatsächlich ein bisschen... Nürnberg, Leipzig, das wären auch die zwei gewesen, wo ich... Aber das ist auch ein Unterschied von 38 Kilometern. Einige davon waren ziemlich fies. Oh, ja. Und das ist halt so eine Sache, so... Bruder, weiß nicht. Aber ja, krass. Damit gehen wir zur zweiten Runde. Blondie kann auch gleich ziehen, wenn sie es schafft. Ansonsten hat Glöckchen gewonnen. Und ich hätte gerne, dass ihr Filme nach ihrer Bewertung auf Metacritic sortiert. Mit den gut bewerteten Filmen nach oben und den schlecht bewerteten nach unten. Alter. Und das ist nicht hier. Und diesmal fängt dann Glöckchen an. Was war jetzt nochmal was? Also die Filme nach ihrer Bewertung auf Metacritic. Ja. Oben die Filme, die gut bewertet sind, unten die Filme, die schlechter bewertet sind. Und vorgegeben ist Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung. Das ist jetzt tatsächlich wirklich einfach komplettes, keine Ahnung was, weil ich mir tatsächlich in den wenigsten Fällen irgendwelche Kritiken durchlese. Metacritic höre ich gerade zum ersten Mal oder lese ich zum ersten Mal. Ey, gar keine Ahnung. Ich meine im Kopf zu haben, dass Schindlers Liste eine sehr gute Kritik bekommen hat. Aber was weiß ich, ob die vor Star Wars steht, woher soll ich das wissen? Der Pate nie gesehen. Die Tribute von Panem Twilight. Welcher König der Löwen? Der neu verfilmte oder der Disney? Wahrscheinlich der neu verfilmte. Oh, das weiß ich gar nicht. Ich gehe mal davon aus, der neu verfilmte. Der ursprüngliche. Der Disney? Keine Ahnung, ich würde jetzt Schindlers Liste auf die 1 nehmen, weil es auf jeden Fall besser ist als Star Wars. Also ist doch dann, oder? Wenn ich sage Schindlers Liste. Der ursprüngliche. Der Disney, der Tönet. Tönet der Löwen. Krass, okay, ja. Von 1994. Ah, okay. Ja, ich weiß. Also Schindlers Liste ja, auf die 1. Das ist einfach, keine Ahnung. Wirklich. Das ist jetzt auch einfach nur Glück und... Das ist korrekt. Sehr guter Film. Schindlers Liste ist besser bewertet als Star Wars Episode 4. Oh ja, sehr gut. Schindlers ist finde ich, ein Film, den sollte jeder mal gesehen haben. Ich hab den zu Hause auf DVD. Gucken wir. Unnormal traurig. Ist jetzt nicht so ein Film, wo ich sage so, ja, richtig Bock drauf. Nee, aber den musst du gesehen haben. Das ist ein richtiger Film, da bist du richtig depressiv nach. Ja, der ist wirklich traurig. Das erste Mal, alles steht Kopf und Elementals geguckt. Voll schön. Juli kommt der zweite. Ja, okay, Blondie. Ich hab doch keine Ahnung. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall einer dabei, der ist noch sehr einfach einzusortieren. Finde ich gar nicht. Weil ich halt auch absolut gar nicht weiß, wie Star Wars Episode, was auch immer, 4? Das ist der erste. Also der erste, der veröffentlicht wurde. Ja, da steht. Also ich weiß auch nicht mal, wie das bewertet ist. Aber ich bin da gar nicht im Game. Okay, ich würde einfach mal Twilight auf die 3 setzen. Korrekt. Das war der ich Film auch einfach einzuordnen finde. Der ist wahrscheinlich am schlechtesten bewertet, deswegen rutscht der jetzt immer automatisch. Deshalb wahrscheinlich... Nur nochmal zum Verständnis, wenn ich jetzt König der Löwen vor Twilight setze, weil König der Löwen besser bewertet ist als Twilight, dann... Implizierst du auch, dass der schlechter ist als Star Wars? Laut den Kritiken. Okay. Also falls ihr nicht wisst, wie Metacritic funktioniert, das ist so, die tragen so verschiedene Kritiken zusammen und nehmen da so einen Durchschnitt raus, sag ich mal, ja. Und machen daraus dann so einen Score von 0 bis 100. Ich sag, Herr der Ringe ist besser als Star Wars. Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs über Star Wars Episode 4, also auf die 2. Ja. Das ist richtig. Das ist der letzte, ne? Die Rückkehr des Königs? Ja. Der Film mit den meisten Oscars tatsächlich. Zusammen mit Ben Hur und noch irgendein anderer. 13 Oscars hat der Film gewonnen. Herr der Ringe? Ja. Ja, Herr der Ringe ist auch einfach, das ist einfach Leben. Bei Harry Potter, ne, muss ich sagen... Ich bin so schwierig. Du bist mega schwierig. Also nee. Eigentlich nicht. Ja, okay.
War nicht bei Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2, Teil 1, weiß ich gerade nicht, welcher das war. Bei den Dreharbeiten ist da nicht, keine Ahnung, wie viel Hektar Wald gerodet worden, um den Film zu drehen. Das weiß ich nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Du bist ja dran, ich google mal. Ich bin mir... Ich weiß halt null, ich kann nichts mit diesem Star Wars Film anfangen, aber ich würde Harry Potter... Der Pate soll auch ein guter Film sein, meine ich. Aber das ist, glaube ich, ein deutscher Film, ne? Der Pate? Nicht? Nee. Nein? Oh. The Godfather im Englischen. Okay, Harry Potter auf die 4. Harry Potter auf die 4. Zwischen Star Wars und Twilight. Das ist richtig. Damit habt ihr sogar schon die Hälfte der Filme in der Liste. Ohne einen einzigen Fehler. Das heißt, Glückchen kann sich jetzt noch aus den 5 verbleibenden Filmen einen aussuchen. Läuft auf jeden Fall besser als die ohne davor. Ja. Tribute von Panem Catching Fire, welcher Teil ist das noch? Der zweite. Endgame. Ja, der kann ja eigentlich nur scheiße bewertet werden, weil der einfach traurig ist. Den Paten kenne ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Ist das nicht so ein Brutalo-Film? Sowas guckt nicht. Ich habe bei den Filmen nur König der Löwen, Harry Potter, Twilight, Herr der Ringe, Tribute. Das war's. Die Filme habe ich geguckt. Und Star Wars vielleicht einmal. War gar kein Plan. Ja. Ich würde gern König der Löwen irgendwo einsortieren. Das ist aber so, weil die stehen halt irgendwie so, König der Löwen ist so da und der Rest ist irgendwie so hier oben in meiner Dimension. König der Löwen ist vermutlich, eventuell, möglicherweise... I don't know. Keine Ahnung, Panem nach Harry Potter? Boah, scheiße, Also auf die 5. Das hätte ich auch gemacht, den nächsten Move. Die 5. Das ist richtig. Boah, krass. Scheiße, das soll ich auch mal. Krass. Verdammt nicht. Blondie. Noch 4 Filme, die zur Auswahl stehen. Okay, ich nehme jetzt den König der Löwen. Auf die 4. König der Löwen auf die 4. Zwischen Star Wars und Harry Potter. Das ist tatsächlich richtig. Was hast du, König der Löwen zwischen Star Wars und Harry Potter? Boah, krass, ich hätte König der Löwen tatsächlich, glaube ich, zwischen Schindlers Liste und Herr der Ringe gepackt. Deswegen gar nicht so doof. Krass. Glöckchen, wir haben noch 3 Filme und noch keinen einzigen Fehler von keinem. Ja. Maui. Sind das auch die Top 10? Quasi? Oder Top 12? Da steht Twilight drin. Ich glaube, das beantwortet deine Frage. Ich war noch nie auf diesem Metacritic unterwegs, deswegen gar kein Plan, wie Menschen sowas bewerten. Für mich wäre Harry Potter auf der 1, also so what? Das ist halt doof, wenn man 2 Filme davon einfach so komplett gar nicht kennt. Ich weiß jetzt von dir, Interstellar ist dein Lieblingsfilm. Da geht es um irgendwelchen Marskrempel und weiß ich nicht was. Aber ist Interstellar vielleicht nach Panem und vor Twilight?
Also auf die 7. Ich glaube besser. Ist es dein Guess? Ja. Ist richtig. Ja? Jetzt wird's schwierig. Boah, der Pate, von dem höre ich halt immer. Ich glaube, es ist schon ein sehr bekannter Film. Avengers Endgame. Habe ich den geguckt? Keine Ahnung. Hätte ich ja eben fast gespoilert. Ich darüber nachgedacht habe, zu sagen, warum der so schlimm ist. Du hast gesagt, das ist traurig. Ein Hassfilm. Das ist doch nicht cool. Also weiß nicht, was ist nicht so cool an. Nichts gegen dich, der ist no vor. In Interstellar kommt der Mars aber auch nicht vor. Achso, oh, toll. Es ging nur darum, dass Matt Damon auf einem anderen Planeten gestrandet ist. Es ging nicht um den Mars. Der Pate, ich meine aber der Pate ist doch... Wer spielt da mit beim Paten? Weißt du das? Ich. Weißt du das, Dennis? Tatsächlich nicht. Nee, der Pate ist der einzige Film auf der Liste, den ich auch nicht gesehen habe. Boah, okay, ich pack den Paten auf die 7. Zwischen Pate Interstellar auf und die die 7. Tribute. Das ist falsch. Das ist das erste Kreuz für Blondie. Oh. Glöckchen. Mhm. Die Frage ist jetzt, nimmst du den Paten oder sortierst du lieber Avengers Endgame ein? Ich weiß nicht, ob es das jetzt so viel besser ist. Also weißt schon mal, der Pate kommt nicht auf. Was hast du genommen? Die 7? 7. Da kommt er auf jeden Fall nicht hin. Tja, Memo an mich selber, mal ein bisschen mehr auf irgendwelchen Kritikseiten unterwegs sein und nicht immer nur auf denen, die mich auch interessieren. Muss man auch nicht, die Kritiker sind meistens eh falsch. Ja. Alle gekauft. Oh mein Gott, wahrscheinlich ist vielleicht eventuell das ist voll complicated. Ich will dieses Endgame eigentlich nirgendwo einsortieren, weil das macht's auch nicht besser. Ich bin gerade kurz so zwischen, also den Paten tatsächlich dann doch entweder auf die 5 zu setzen, also zwischen König der Löwen und Harry Potter, oder zwischen Harry Potter und die Tribute von Panem. Was ist die Frage, ist besser, der Pate oder Harry Potter? Er ist ja auch immer so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht. Weil, mach mal die Avengers zwischen die 4 und die 5. Also quasi auf die 5, glaube ich, ne? Dann rutscht auf alles. Die 5, zwischen König der Löwen und Harry Potter. Ja, mach mal. Ja, das ist falsch. Ja, dachte ich. Damit auch ein Kreuz für Glöckchen. Das ist in Ordnung. Aber erstmal nicht schlimm, weil das ist ja nur relevant, wenn Blondie es jetzt richtig macht. Sonst hast du gewonnen. Dum, 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 dum. Pyro! Pyrotechnik ist so Verbrechen. Miteinander bekämpfen. Oh, harte Nummer, ey. Okay, ich setze. Ist Avengers der letzte Teil von dem Film? Wie der letzte Teil? Da gibt es noch mehrere von Avengers. Also es gibt 4 Avengers-Filme. Und ist das der letzte? Das ist der 4. Dann setze ich das auf die 8. Zwischen Interstellar und Twilight. Das ist falsch. Das hätte ich auch gesagt. Das kommt da auf jeden Fall Kommt da nicht der Pate hin? Nein. Nee, der Pate, die sind irgendwo da oben. Ich glaube, Twilight ist ganz unten, dann kommt Interstellar.
Ja, und dann wird's... Der Pate ist gut, oder? Kann das sein? Der Pate ist gut, ja, laut der Kritiken. Ich hab den... Der ist wahrscheinlich noch vor... Das ist auch ein Film, den ich eigentlich mal irgendwann gucken muss. Ist der vor König der Löwen, der Pate? Ja. Und zwischen Star Wars und König der Löwen? Nein. Dann ist der nachher der Ringe und das vor... hier ist die komplette Liste. Was? Der Pate ist auf der 1! Der Pate ist tatsächlich der bestbewerteste Film auf Metacritic. Ich wusste es. Oh mein Gott, ich war mit den Avengers auf... Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke. Ja, da habt ihr die komplette Liste. Also sind auf jeden Fall einige Filme dabei, wo ich sagen würde, die sind definitiv zu niedrig bewertet. Ja. Also König der Löwen auf jeden Fall sollte eine bessere Bewertung haben. Und Interstellar auch. Das war die erste Folge von Ordnungshüter. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit irgendwas anderem. Bis später, Silja. Gut Fahrt. Und gut Jagd. Allzeit Reiz. Ranger Oberseits. Wach! Einfach mal kurz Abschlusskreis gemacht. Lass mal kurz zusammenstellen. Wer brüllt? So direkt neben dem Mikro. Und dann machst du so einen kurzen Break. An dieser Stelle halten sich bitte einmal eine kurz die Ohren zu. Kopfhörer raus. Das Schaden incoming.